Hallo, herzlich willkommen auf dem Weg des Scheiterns. Schön, dass du dich hierher geirrt hast. Mein Name ist Nina. Auf der stetigen Suche danach, wie etwas besser laufen könnte, stelle ich immer wieder fest, dass sich oft gerade dann Möglichkeiten für Erkenntnisse öffnen, wenn etwas nicht wie geplant verläuft. Das Scheitern erscheint dann plötzlich als eine Art Spur, die zu etwas führt, das von Menschlichkeiten erzählen kann. Solchen Spuren möchte ich in den Episoden dieses Formats folgen. Vielleicht kann dir der ein oder andere Gedanke eine Reisebegleitung sein. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Hören und alles erdenklich Gute für deinen ganz eigenen Weg. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute steht irgendwie die Frage im Raum, was eigentlich gescheiterte Beziehungen sind oder vielleicht eher, ob es so etwas überhaupt gibt. Es hängt wahrscheinlich enorm davon ab, wie man darauf schaut und aus welcher Perspektive darüber geurteilt wird. Und natürlich, ob überhaupt darüber geurteilt wird, wenn, sagen wir mal, zwei Menschen, die etwas miteinander geteilt haben, plötzlich feststellen, dass sie das eben nicht mehr miteinander teilen können. Oder zumindest in der Form, in der sie versucht haben, eine gemeinsame Kultur dafür zu finden. Dass das vielleicht nicht dass es da vielleicht nicht hingehauen hat, das zu synchronisieren. Und dann kann es sein, dass da verschiedene Vorstellungen aufeinander geprallt sind, wie man das miteinander gestalten sollte. Und diese Vorstellungen sind durchsetzt von Dingen, die wir irgendwo aufgeschnappt haben. Und aus denen wir uns dann so eine Art Gerüst bauen, mit dem wir uns dann so ein bisschen Orientierung verschaffen wollen in dieser Welt von Unsicherheiten, in der wir meistens plötzlich uns vorfinden, wenn eine Begegnung das habe ich jetzt geklaut, also von einem Philosophen, wenn eine Begegnung uns aus den Angeln hebt. Das werde ich noch recherchieren, wo genau ich das her habe. Also es sind die Begegnungen, die uns aus den Angeln heben, in dem Sinne, dass wir nicht mehr in dem Rahmen eingespannt sind, in dem wir vorher eben ständig auf uns zugegangen sind, also wie eine Tür. Also genauso bildlich stelle ich es mir vor. Und plötzlich steht diese Tür nicht mehr dort, also schwingt nicht mehr in ihren Angeln, in dem jeweiligen Türrahmen, sondern ist ausgesetzt, sieht den Raum auch plötzlich neu und hat vielleicht auch keine Funktion mehr. Es könnte sein, dass das die Tür maßlos überfordert. Aber dennoch ist sie ja noch da und das ist also mit ihr geschehen. Von diesen Begegnungen also spreche ich, die uns nicht, vielleicht nicht so schnell entlassen in ein
Etikett oder in eine Bilanz, die wir ziehen, um dann weiterzugehen und sich den neuen Begegnungen zu überlassen, sondern etwas, wo eine Spur zurückbleibt. Vielleicht kennst du das. Wie ein unsichtbarer Faden, der, egal wie weit man sich voneinander distanziert, immer wieder so aufglimmt, so angeleuchtet wird. Das kennt man manchmal von Spinnenweben, die irgendwo im Freien, wie so einzelne Fäden, völlig unsichtbar plötzlich dann doch auftauchen, weil genau aus dem richtigen Winkel das Licht auf sie fällt. Wahrscheinlich gäbe es noch viele andere Bilder, die man versuchen könnte, darauf zu applizieren, wovon ich zu sprechen versuche. Aber vielleicht ist ein Aspekt gerade interessant, wenn wir vom Scheitern sprechen. Weil eine neue Dimension des Wortes Scheitern darin für mich aufgeht. Es geht nämlich um diese Erfahrung, dass das, was sich als so ganz angefühlt haben könnte, als so umfassend, als vielleicht auch intakt auf eine Weise oder eine Verbindung, die so viel Kontaktstelle hat oder so viel Kontaktfläche hat, dass man sich vorkommt, als wäre man irgendwie zusammengelötet worden. Und dann plötzlich wird man gespalten wie ein Holzscheit. Und das ist eine wahnsinnig schmerzhafte Erfahrung. Man hat also das Gefühl, gescheitert zu sein unter Umständen. Oder man hat große Angst davor. Möglicherweise ist die große Angst auch das, was letztendlich die Axt aus dem Hintergrund hervorzaubert, die dann den entscheidenden Hieb macht. Aber es könnte ja auch sein, dass diese Spaltung gar nicht so tief gegangen ist, wie man glaubt. An der Oberfläche sieht es so aus. Denn der Riss oder der Abgrund zwischen diesen zwei Menschen ist so dunkel, dass es ewig weitergehen könnte. Das ist die vielleicht optische Täuschung. Aber man weiß eigentlich nicht, wie tief der Riss wirklich ist oder wie tief die Schlucht oder Kluft zwischen diesen Menschen ist. Ist da jedoch eine Kluft? Kann es sein, dass sie uns fürchten macht, darüber nachzudenken, ob es möglich ist, sie zu überqueren und dort doch wieder in eine Art Berührung und Begegnung mit dem anderen zu kommen oder zu erkunden, was eigentlich in der Schlucht los ist, wie tief sie wirklich ist, wie es dort aussieht, wie gefährlich es dort vielleicht ist oder was dort vorzufinden ist. Denn möglicherweise ist einiges an Geröll und Teile des Bodens zwischen den beiden mit dem Riss wie in den Abgrund gefallen. Und das liegt nun dort rum. Also das ist sehr wahrscheinlich, dass man das findet. Und das würde wahrscheinlich das Wagnis zu versuchen, die Kluft zu unterqueren. Also es wäre für dieses Wagnis auf eine Weise entscheidend, ob man sich traut, sich über Geröll und durch Geröll hinweg zu bewegen. Also das sind die Optionen. Entweder man springt oder man erkundet
dieses Dazwischen trifft sich vielleicht sogar dort, wo es ein bisschen dunkler ist. Vielleicht so dunkel, dass man große Angst bekommt. Wenn man also sich genau an der Linie des Scheiterns einer Begegnung oder Beziehung entlang bewegt oder in diesem Tal, dann wird man auf das stoßen und dem über den Weg laufen, was dieses Scheitern ausgelöst hat. Was ist also quasi das Inkonsistente, wobei das Wort nicht ganz passt. Was ist das, wo ein Lösungsmittel zwischen konnte? Dass wieder das, was sich als eins angefühlt hat, zu zwei Hälften geworden ist, die sich als getrennt erleben. Wenn man sich in dieser Linie entlang bewegt, dann entdeckt man die Linie und die Grenze, die vom anderen scheidet, überhaupt. Also ich glaube, das ist es, was daran solche Angst macht. Es geht nicht nur darum, was in dieser speziellen Verbindung diese Zone des Dazwischens ist, sondern dass in der Zone und durch die Zone des Dazwischen das Dazwischen schlechthin als Abgründigkeit auftaucht. Und so glaube ich, dass eben jene Begegnungen, die nicht so spurlos an uns vorbeigehen, wie ein Vexierglas sind, wie eine Vergrößerung oder ja, eine Miniatur, auf die wir vergrößern, in der wir plötzlich eine tief menschliche Katastrophe erleben. Und ja, vielleicht sogar wie ein Tod sterben können. Es ist wie man hatte sich gerade so leichtfüßig über den gemeinsamen Boden bewegt und plötzlich reißen die Kontinentalplatten auseinander und man versinkt im Boden, im wahrsten Sinne des Wortes, oder fällt in diese Schlucht hinein. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein ähnliches Gefühl ist, wie wenn man aus diesem symbiotischen gemeinsamen Raum, den man vor der Geburt erlebt hat mit der Mutter, in der Mutter, dass es dazu irgendwie eine Art Parallele im Empfinden gibt. Ich glaube, das ist eine der maßgeblichen Schmerzstation, wollte ich sagen. Das klingt aber irgendwie bescheuert. Nee, das meine ich eigentlich auch nicht. Ja, andersherum. Es ist vielleicht genau einer dieser Orte, die wir in unserem Leben irgendwie beschreiten, wenn es ein, ich sag mal, von Erfahrung durchblutetes Leben ist. Dann werden wir uns irgendwie auch an diesen, man könnte sagen, ja, eine Ader, denn aus einer Schlucht kann eine Flussader werden. Aber wir halten uns dann auch an diesen Zonen zwischenzeitlich auf und merken, dass diese Zone
im Grunde immer da ist, wenn wir diese Zone erkunden. Dann ist es eben möglich, das festzustellen. Und dieser Ort oder die Erfahrung, die an diesem Ort gemacht wird, die hat schon immer Trost gebraucht. Und es ist eben genau die Zone, die uns deutlich macht, dass eine unserer wesentlichen menschlichen Aufgaben darin besteht, herauszufinden, wie wir Trost kultivieren können. Für uns selbst, füreinander. Ich denke, das ist auch eine wichtige Aufgabe aller Kultur. Von Sprache, von allem, was eine Übermittlung versucht, eine Transposition von dem, was das eine ist, zu dem, was das andere ist. Über oder unter diese Kluft hindurch oder hinweg. Das sind die Brücken. Und diese Brücken sind der Trost. Also wirklich, wie man steht an einem Punkt, an dieser Schlucht und schaut sich um und denkt, es gibt keine Möglichkeit, das zu überqueren. Und in dieser Traurigkeit, fast wie im toten Winkel, blickt man ein Stück weit nach links und erkennt schemenhaft eine Brücke. Das ist der Moment, in dem, wie ich sagen würde, Hoffnung auf ein Bild destilliert ist. Das ist also, wenn diese Kluft oder dieser Riss eben als das erscheint, was es ist. Aber was ist, wenn aus dieser Kluft heraus plötzlich etwas auftaucht, also aus der Zone des Gerölls, das uns klar macht, naja, so tief kann sie nicht sein, wenn etwas von genau dort kommen kann, das von oben sichtbar ist, das sich der Sonne zuwendet und es zumindest aus diesem Dunkel in die Helligkeit geschafft hat. Und das können Erinnerungen sein, das können plötzlich Lösungen sein, das können Erkenntnisse sein, das kann plötzliches Verständnis sein für sich selbst oder für den anderen oder für das, was geschehen ist. Das kann auch Trauer sein. Also ich warte kurz das Flugzeug ab. Das kann auch sein, das plötzliche Aufblitzen eines Wissens, dass der Schmerz, der in dieser Begegnung und ihrer Unmöglichkeit noch ganz andere Dimensionen von Schmerz, die es schon vorher gegeben haben muss, mit an die Oberfläche kommen können. Also es ist wirklich wie, als wäre dort der Boden aufgerissen, damit von unten Ablagerungen die Möglichkeit haben, ans Tageslicht zu kommen. Und dann kann es plötzlich passieren, dass diese Ablagerungen, die sich verändern, indem sie hochquellen, diesen Riss etwas weniger tief machen und diesen Spalt aus der Substanz, also von unten her kitten. Das Faszinierende ist also, dass genau die Scheidung
das ist, was die Möglichkeit erst initiiert, dass erkennbar wird, dass man auf gemeinsamem Boden ist. In diesem Sinne sind das heute wenig Fragen und ein paar Vorschläge und Assoziationen. Und die Verführung, der Versuch einer Verführung, zu versuchen, dieses Problem in Anführungsstrichen der gescheiterten Begegnung oder Beziehung als etwas zu betrachten, das vielleicht nur an der Oberfläche so erscheinen mag. Und die Frage zu stellen, ob es gescheiterte Beziehungen wirklich gibt und vor allem, ob es sie dort gibt, wo wir sie als das benennen. Oder ob das nicht die großen Chancen und Anlässe sind, diesen gemeinsamen Boden finden und sehen zu können. Und vielleicht sogar zu erleben, dass aus diesem neu ans Licht tretenden Boden oder neu freigelegten Boden etwas ganz anderes werden kann, als das, was man durch die zwei Teile, die zusammengeklebt waren, hätte sehen können. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Ich danke dir in jedem Falle, dass du bis hierhin gelauscht hast und bin gespannt, wie sich diese Bilder weiter bewegen. Dankeschön.